hat der ja dann die Livestreams gemacht, aber damals war halt noch kein Moderator. Und wie gesagt, die Livestreams generell wurden eigentlich auch echt eher negativ aufgefasst. Und ich meine, ganz ehrlich, sie waren auch einfach sauschlecht geplant. Die hatten halt überhaupt kein Konzept. Also ich kenne halt so, kennst du ja selber auch von Genshin Impact zum Beispiel. Normalerweise sind solche Livestreams, das sollte eigentlich also das musst du halt vorher planen. Also die haben sie halt einfach dahin gehockt, haben den Livestream angemacht, da waren da halt 1000 Leute, die darauf gewartet haben Millionen von Fragen und sie haben halt einfach on the fly probiert, Fragen zu beantworten, komplett unstrukturiert und so. Und dann halt auch teilweise, ich meine, falsche Infos waren jetzt, glaube ich, nicht unbedingt dabei. Aber halt die Antworten waren halt einfach unzufriedenstellend und so. Teilweise. Plus die Aktion mit dieser Invasion, die haben dann die Fragen während so einer Invasion beantwortet, wo ja dann auch irgendwelche Items gedroppt sind, die es eigentlich hätte gar nicht geben dürfen. Diese Ballons, glaube ich, sind dann gedroppt und so. Und dann gab es auch wieder ein Riesendrama. Auch wieder, weil man sich das halt nicht vorher überlegt hat, sondern man hat das einfach gemacht, hat nicht über die Konsequenzen nachgedacht. Dann haben die Leute halt entsprechend negativ reagiert, weil es halt einfach unfair war. Und dann haben sie auch wieder so, oh nein, was machen wir jetzt? So, oh mein Gott. Hätte man natürlich vorher wissen können. Aber aus ihrer Sicht war es wahrscheinlich so, ja, hätte man vorher nicht wissen können, keine Ahnung. Also jeder hätte das vorher wissen können. Aber deswegen machen das die meisten Spiele auch, soweit ich weiß, eigentlich schon. Also ich meine, es gibt auch Live-Q&A, das gibt's schon auch. Aber dann hockst du dich normalerweise hin, auf eine Couch im Büro und dann beantwortest du halt wirklich nur Fragen. Da hast du halt einen Moderator, der die Fragen auswählt und der auch schon am besten vorher ein bisschen scannt. Oder das ist am besten einen, der die Fragen scannt. Einen, der sie dann zugeschoben bekommt, auch nochmal anguckt und erst dann werden sie wirklich vorgelesen, wenn man sie auch wirklich beantworten kann und will. Also so 4-Augen-Prinzip mäßig, dass dann nicht irgendwie doch eine Frage durchrutscht, wo man sich dann irgendwie doch wieder um Kopf und Kragen redet und so. Und dann hat es auch eine viel gechilltere Atmosphäre und eine viel professionellere Atmosphäre. Als wenn da im Hintergrund irgendein fucking Meteorniker rumfliegt und Schmelze macht und so ein Scheiß. Kann sich ja kein Mensch konzentrieren bei sowas. Außerdem geiern die Leute dann die ganze Zeit voll auf die Drops und so. Dann geht es der Hälfte der Leute dann doch gar nicht um den Stream oder um die Fragen. So der Hälfte der Leute geht es dann irgendwie nur um Drops und Gratis-Items und irgendwelche Codes und ich will was for free. Und dann sind da wieder die Leute, die dann alles voll spammen mit Give me Code und was auch immer. Also einfach alles in allem nicht gut durchdacht. Also halt einfach nicht professionell. Also sie haben es halt so gemacht, wie es ich zum Beispiel machen würde, wenn ich komplett alleine wäre. Und so haben sie es im Endeffekt gemacht. Mit dem Unterschied, dass sie nicht alleine waren. Das waren 10 Leute gefühlt da. Und trotzdem sind alle 10 wie kopflose Chickens rumgelaufen quasi. Also so wie man es halt von einem Einzelnen, der dann tatsächlich von der Menge der Fragen und was auch immer überfordert wäre, erwarten würde. Aber halt nicht von einem ganzen Team von Leuten plus, wie gesagt, Multimillionen-Dollar-Firma und so. Da erwartet man dann halt einfach schon ein bisschen was anderes. Und so. Aber trotzdem auch schade, dass sie es einfach aufgeben, also statt zu reflektieren. Ich meine, klar, das Feedback, wo die ganzen Beleidigungen so drin sind oder wo man sich über die Leute lustig macht, ich meine, das muss man natürlich einfach ausblenden. Ja, ist halt so. Aber trotzdem schade, dass sie es gar nicht mehr probiert haben. Eben, weil man könnte ja einfach selber diese Schlüsse ziehen, die ich gerade gezogen habe. Und sagen, dass man es halt, wie gesagt, dass man sich halt bei anderen Spielen, bei anderen Developern, bei anderen Publishern, bei anderen Leuten, die solche Events hosten, dass man sich da halt was abguckt. Und am besten halt vorher auch Sachen einfach aufnimmt. Das, was sie immer im Discord posten, solche kurzen Clips von irgendwelchen neuen Animationen oder solche Sachen. Also sowas vorher aufnehmen, so machen es auch die meisten Games. Und dann redet jemand drüber, der auch tatsächlich Ahnung davon hat. Am besten der es halt auch programmiert oder entwickelt hat oder so, sollte dann wahrscheinlich auch drüber reden. Und nicht irgendein Moderator, der es 5 Minuten auf dem Testserver ausprobiert hat. Und so weiter. Und das alles hatte halt einfach nicht gepasst. Aber nur weil es da nicht gepasst hat, heißt ja nicht, dass sie es nie wieder machen müssen oder dürfen. Also, keine Ahnung. Aber es scheint ihnen halt nicht so wichtig zu sein. Kommunikation mit der Community und so scheint ihnen einfach wirklich ultra unwichtig zu sein.